Jetzt würde ich dich schon fragen, Robindro, wie sieht deine Erfahrung in Sachen Messbarkeit von Employer Branding? Ja, Und wie findest du die Ergebnisse auch? danke für die Frage. Also die Ergebnisse spiegeln sich auch mit dem wider, was wir so von unseren Kunden kennen. Und also das ist ja quasi so ein bisschen der heilige Gral. Und seitdem ich im Employer Branding tätig bin, so ungefähr seit 2007, fragt mich natürlich immer wieder, haben mich früher immer meine Vorgesetzten gefragt, so was bringt denn das und wie kann man das messbar gestalten? Da hängt es natürlich erstmal auch davon ab, wie ich grundsätzlich Employer Branding definiere, also welche von meinen Prozessschritten fallen da noch drunter. Ganz früher war das dann immer so, alle Prozessschritte, von denen ich nicht genau wusste, wie ich sie messen soll, habe ich immer Employer Branding drüber geschrieben. Tatsächlich geht das heutzutage nicht mehr. Also gerade auch meine letzten Vorgesetzten bei Freud wollten das immer sehr, sehr genau wissen. Und wir haben jetzt aber tatsächlich erst die Pandemie dazu genutzt, also das ganze Konzept mal viel stärker noch zu hinterfragen und vor allen Dingen mal zu überlegen, wie wir die weichen Faktoren von Employer Branding messen können. Also sobald ich unter Employer Branding auch tatsächlich explizite Maßnahmen packe, kann ich natürlich einzelne Maßnahmen, sobald sie online sind, auch messen. Aber wir haben jetzt uns tatsächlich mal daran gerobbt, das Gesamtkonstrukt zu messen und haben dafür Employer Branding in 3 messbare Bestandteile unterteilt. Einmal die Reichweite des Brandings, also was für ein Reach habe ich. Ich sage gleich nochmal ganz kurz was dazu. Dann die Intensität, die trennen wir davon explizit, also wie intensiv ist mein Employer Branding. Und der dritte Bereich ist die Zielgerichtetheit, also wie zielsicher treffe ich denn auch mit meinem Employer Branding die ich auch rekrutieren möchte. Der erste Punkt, den bilden wir dadurch ab, dass wir sagen, wenn eine HR-Abteilung darin aktiv ist, dann hat sie die Chance, alle, die ihr Unternehmen kennen, auch davon zu überzeugen, dass das Unternehmen attraktiv ist. Da jetzt erstmal ungeachtet dessen, ob sie haben wollen oder nicht, aber grundsätzlich jeder, der das Unternehmen kennt, das ist so eine Grundvoraussetzung, damit die HR-Abteilung quasi erstmal loslegen kann. Man könnte noch darüber streiten, ob HR auch dafür verantwortlich ist, dass die Bekanntheit des Unternehmens, also der Corporate Brand, sichergestellt ist. Aber davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass HR den Hebel hat, dafür zu sorgen, dass Leute, die das Unternehmen kennen, auch wissen, dass es ein Arbeitgeber ist und ihn als Arbeitgeber attraktiv finden. Der zweite Punkt ist dann, also das ist die Reichweite, der zweite Punkt ist die Intensität, das heißt, wie viele von denen, die mich attraktiv finden, finden mich so attraktiv, dass sie sich sogar bewerben würden. Ich hatte auch schon zum Teil über Jahre sozusagen die Aufgabe bei der DB, die Reichweite hochzuhalten, damit die Product Brand besser dasteht. Also durchaus hat man natürlich Abfärbungseffekte von einer positiven Employer Brand auf eine Product Brand, die vielleicht nicht ganz so positiv dasteht. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr, sehr positiv wahrgenommener Product Brand bin, ist der Abstrahleffekt natürlich eher umgekehrt, aber bei Unternehmen, die im B2B unterwegs sind oder keine so gute Brand haben, kann das natürlich auch von der Employer Brand geschehen. Die Intensität gibt dir dann sozusagen wo mache ich den Sack zu? Schaffe ich das tatsächlich bei allen, die mich attraktiv finden oder bei wie vielen schaffe ich das tatsächlich? So messe ich die Intensität. Und die letzte Punkt ist eigentlich ganz häufig, gerade auch bei kleineren Unternehmen, der wichtigste. Wie zielgerichtet ist das, was ich mache? Und das messen wir tatsächlich über Image-Abfragen. Also was ist Leuten wichtig? Trendance gibt es schon seit 22 Jahren. Seit 22 Jahren haben wir mehrere Faktoren. In Summe sind es 19 Faktoren der Arbeitgeberwahl evaluiert und erarbeitet. Und die werden bei allen Zielgruppen gemessen, wie in der Wichtigkeit. Also wie wichtig ist dir zum Beispiel das Produkt oder wie wichtig ist dir Führungskultur, wenn du einen Arbeitgeber auswählst. Und diese Wichtigkeit wird gegen das Image gelegt. Also was wird bei einem bestimmten Arbeitgeber wahrgenommen? Da starten wir quasi extra Befragungen für, damit Arbeitgeber da gechallenged werden von den Zielgruppen. Und dann sagen die Zielgruppen, ja, okay, also der steht eigentlich nicht für eine gute Führungskultur. Das ist mein Eindruck. Also wie gesagt, das ist die Wahrnehmung immer, aber das ist ja das Thema des Brandings. Und so gehen wir in die Messung rein. Natürlich kann ich dann auch nochmal einzelne Aktivitäten im Detail messen, aber tatsächlich ist es so, dass sich das durchaus lohnt, in die Messbarkeit reinzugehen oder in die Messung reinzugehen und sich mit den Zahlen zu beschäftigen.